Pharrell opens up about Louis Vuitton Dreams in Fashion Design. Ich habe leider schon bei TikTok 1-2 Ausschnitte gesehen, wo ich dachte, Bruder, was redest du da? Bruder, bitte antworte doch auf die Frage. Es war funny und jetzt geben wir uns einfach das ganze Video zusammen. Ich bin sehr gespannt, was er da alles gesagt hat und was er noch so gesagt hat, weil er hat so random Antworten gegeben, die waren crazy. How do you feel about the importance of fashion's role in being culturally relevant? Margaret Zhang, Vogue China Editor-in-Chief. All right. Even shaping culture. You know, I hesitate. Vogue Business China Associate Editorial Director, auch important. Put responsibility on anyone or even sectors. Now, that being said, I do think that fashion can be an agent of galvanizing and of enlightening people. I think it can be an agent, but I hesitate to put that kind of like responsibility on anyone or any particular like artistic discipline. But it's always beautiful when art can do that, and art does do that. But then what do you think your role is in like playing this part? Like you said, like you don't want to put responsibility on any brand or any person, but you agree that it's actually having an impact in shaping culture. Yeah. So, also klar hat Mode einen Impact, was Kultur anbetrifft. Es ist ja nicht ohne Grund, dass das eine der Industrien ist, die wirklich alle Punkte toucht und auch jeden Menschen toucht. Das heißt, jeder muss sich anziehen. Kultur ist verwoben. do you think you are playing in that part? Lead by example, you know. Und Pharrell vor allem ist halt auch ein unfassbarer Mensch, was so Kultur und so weiter und so fort angeht. Sei es Musik, sei es Filmmusik, sei es Kunst, Mode, Kollaboration mit Chanel, eigene Modemarke, Kollaboration mit Nigo, Kollaboration mit Louis. Der ist schon intensiv, was das angeht, drin. Zweite Kollektion hätte noch besser sein können. Bin ich sehr zufrieden, dass Pharrell so einen krassen kreativen Output hat und theoretisch auch Leute inspirieren kann oder auch mich inspirieren kann. So, weißt du? Weil ich habe letztes Mal darüber nachgedacht, dass ich vielleicht zu kritisch an seine Kollektion rangegangen bin. Und Pharrell ist eigentlich auch eine Person, die mich als Kid schon inspiriert hat, Modeinteresse zu haben. Deswegen, put some respect on his name. For me, I see the beauty and the difference in people. You know, I think that which makes you different is what makes you special. And we just need a little bit more Amen. What makes you different, make you special. of that. That's an interesting point you make about a creative director role as a lens on the world or lens on communities that are happening around you. And I think in this moment, there's a lot of confusion about what a creative director actually is, because in different ecosystems and different markets, it means a different thing. What would you say is your view on, Louis Vuitton is a house with codes and heritage. Do you see your role as kind of connecting that past, like vibrant, rich past with the future in some way, kind of being that bridging force? It's more like I work with 55 different departments, over 2,500 soldiers. I call them soldiers. But this is like a love movement. But you have to conduct, and my job is to make sure that like everything is in harmony, and to weed out any of the dissonance and just make sure that like it's a harmonious thing and that we move as a unit. And that's been such a pleasure. Masterful artisans I'm surrounded by. So like, it's great. Now that you've been on the inside for a period of time learning from these artisans, what has really surprised you about some of the people you've worked with? Or has anyone said anything to you or asked you anything that really gave you pause that you didn't expect? It just continues to be a dream. Mm-hmm. I think that's probably the most striking thing to me. Like I never experienced anything like that. It just continues to be a dream. But like if I don't have a job, but if I had one, it'd be very easy and hard at the same time, which is not to wake up. That's it. All we do is dream. Mm-hmm. We dream and make dreams happen and we make... Vielleicht ist er einfach unfassbar media-trained und deswegen redet er so, aber ich fand immer bei Virgil super interessant, dass er in seinen Interviews so viel Substanz geben konnte, auch wenn er sehr im Kontext oder sehr breit gesprochen hat. Er hat immer so viel Substanz gegeben, wo du was rausnehmen konntest. Ich habe immer sehr mehrwertreichen Content gemacht und ich finde, Virgil, er hat das mit seinen Interviews immer gemacht und deswegen feiere ich das auch und ich sehe auch Twitch gerade in diesem Moment so, wenn ich auf ein Video reacte, dass ich versuche, genug Mehrwert noch mitzugeben, damit das nicht nur Yappen ist. Und ich glaube einfach, dass das für mich natural ist so ein bisschen, aber ich merke auch, dass ihr das so unfassbar appreciated, was das angeht und ich jedes Mal, wenn ich den Kommentar sehe und denke, boah, krass, deswegen schreibt mir einen Kommentar unter diesem Video. Das finde ich jetzt zum Beispiel schade, weil ich glaube, man könnte von Pharrell auch sehr viel lernen. Ich erinnere mich auch oft daran, an das Interview, was Tyler, the Creator, mal gegeben hat, wo er sagt,
So it's this European tour we're doing. Pharrell's in there. He goes to the next city, I go to the next city. We go to the studio, and I'm in there. He's like looking up to me like, you got it, nigga, you just don't see it, nigga, you got the shit. You know what Jimmy Iovine told me? I said, no, I don't know what Jimmy Iovine told you, Pharrell. Pharrell, do you like house music? And he's like, yeah, like it's got good genre, good tempo. He's like, no, Pharrell, house music. Good music that could buy you a house. And Pharrell looked at me and said, make something undeniable and make it equally as infectious. Why are you doing music? Is it just because you just want to look cool? Because that will burn out. When it becomes purpose-oriented, it can be as cool as the flashy shit, but it will be much more meaningful. oh, fuck. Okay, no more being silly, no more music first. And at that moment, we went home. I just wanted to change everything. I just wanted to switch. And the switch fucking happened. Weil Tyler es Klick gemacht hat und er diese letzten 3 unfassbaren Banger-Alben gemacht hat, die undeniable sind. Das heißt, wirklich undeniable gut und dass das angesprochen hat. Und wenn Pharrell sowas inspirieren kann bei einem Tyler, weiß ich, dass dieses Yappen maximum unnötig ist. Bro, speak to us. So, weißt du, sprech vom Herzen, so dass wir was davon mitnehmen können. So, ehrlich. That's it. All we do is dream. We dream and make dreams happen, and we make manifest of dreams. We bring them to fruition. You know, it's very interesting for me that you mentioned harmony, this word, so many times, because harmony is actually a very important concept in Chinese culture as well. Like, we care about this, and also love in a general term is also something like China is trying to embrace a lot in our modern culture. But then I think you are aware that in the fashion industry and creative industry, there has been a lot of discussion about a lack of diversity and inclusion at different levels. So I was wondering, like, what do you think is the change that is necessary to happen in order to tackle the current issue or just make the fashion system become better? You know, that's a question that really boils down to like equality, your question. But I think that there's an interesting answer that has nothing to do with equality. It's equity. It's having more people of color to have their own businesses. Amen. And to have their own brands. Amen. And for the consumer base to support them. Dankeschön, Dankeschön. Brands and for the consumer base to support them. Amen. Habt ihr gehört? Okay, er hat nicht gejabbt. Habt ihr gehört? Ihr sollt mich supporten, hat er gesagt. Kurz und knapp, ihr sollt mich supporten. Das hat Pharrell gerade gesagt. Hört auf den Mann, der sagt weise Wort. Ich meine das aber ernst. Ich lache zwar, aber ich meine das ernst. And that's how we're really going to diversify in this world. Like, what we can't do as people of color is continue to try to find a seat at a table where we may or may not be welcome. Sure. My whole thing is like, there's room under the sun for everyone. Why don't we just build our own tables, right? So that's what you're doing. And yeah, and welcome who we may. Also, ich fühle, was er sagt, zum Teil bei Same. Und er hat es auch getan mit BBC, Ice Cream und all dem, was er auch so mit Nigo macht. Ich weiß, er ist jetzt auch bei Human Made nochmal involviert oder mehr involviert. Auch mit seiner Skincare-Marke und so weiter und so fort. Aber Bro, why are you at Louis denn? Versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie contradictory. Also es ist irgendwie konträr zu dem, was er sagt. So, wenn du deinen eigenen Tisch baust, den hast du ja schon gebaut. Mit Ice Cream, BBC, Human Made, Skincare und so weiter und so fort. Bruder, das ist konträr zu dem, was du sagst jetzt gerade, schwierig. Aber deswegen habe ich immer so Virgil auch gefeiert, weil er immer gesagt hat, Bro, ich besiege das Ding von innen, sozusagen. So, infiltriere diese Modewelt von innen bei Louis. So, und dieser Mindset ist nochmal ein anderer als das, was jetzt Pharrell sozusagen sagt, weil das irgendwie gegensätzlich ist. And in this role, how do you find opportunities to empower people to build their own table, so to speak? Well, we do that with Black Ambition, which the house is very supportive of. It's run by like Felicia Hatcher, and they're like totally crushing it. But that provides like strategic scaffolding and resources to Black and Brown concept. Korrekt, nice. And I think we just need more of that. You know, again, equality is awesome. You know, our parents and their parents and their parents, they fought for equality. But I think, you know, equity is much more formidable and powerful because when you have equity, you don't have to ask anyone, can you have a seat at the table? It's your table. And you can make as many chairs as you like. You know, your own cap table.
Und ich sag ehrlich, das muss man auch sagen, ne? Es gibt natürlich Designer wie Oswald Boateng, Will Smith, den ihr wahrscheinlich alle nicht kennt, aber informiert euch mal über Will Smith, den Designer, nicht den Schauspieler, die auch schon einen Step nach vorne gemacht haben. Also, man merkt das so, Oswald Boateng, Will Smith, der Designer, nicht der Schauspieler, Dapper Dan, die haben schon Türen geöffnet für schwarze Designer und schwarze Leute, die in dieser Modewelt sind. Aber ich sag euch ehrlich, dieses Tor wurde eingetreten von diesem Donner-Kollektiv. Kanye West, Virgil Abloh, Jerry Lorenzo, Huron Preston, Dawn C, die haben diese Tür eingetreten. Das muss man denen ehrlich lassen, dass die das Maximum nicht nur für jetzt schwarze Leute oder braune Leute oder, sondern einfach auch für die neue, junge Generation. Wer das alles dahinterher kam, ein Matthew Williams kam auch noch mit der Truppe dazu. Danach ein Luigi war bei Belly Creative Director. Ein Matthew war bei Givenchy Creative Director. Was die Jungs gemacht haben, ist unfassbar. Unfassbar. Und das in Realtime gesehen zu haben, geisteskrank. So, jetzt ein bisschen sind wir in dieser Era, wo das ein bisschen wieder crumbled. Das heißt, Matthew ist bei Givenchy raus, Luigi Belly raus, Pharrell ist jetzt bei LV, Fucking Nigo ist bei Kenzo. So, und das ist nur aus dem Grund, weil Oswald Boateng, Will Smith, Dapper Dan, Pharrell, Nigo, Kanye, Donner-Kollektiv und diese Türen geöffnet haben. Die haben so die Türen eingetreten für diese Generation, weil das ist eigentlich unmöglich gewesen vorher. Undenkbar. Als ich mich dafür interessiert habe, war das undenkbar. Undenkbar, dass jemand wie ein Virgil die Position bei LV bekommt. Undenkbar. So, man war schon so perplex. Was? Pharrell Millionaire Glasses? Was? Kanye kriegt ein Louis-Schuh? Crazy. Aber Creative Director, undenkbar. Yeah, 100%. You know, I think it's interesting what you say because you're right in this moment that Asian voices, the whole Eastern Hemisphere, a lot of generations of work, of creative culture, and in China, certainly thousands of years of creative culture, we feel is kind of concentrating in this moment and manifesting in this moment where, you know, we've just had our Vogue China Fashion Fund, inaugural Fashion Fund winners announced recently. And it's the first time that we've really felt the world is paying attention to these new Chinese creative voices. And I know that they'd be so curious to hear from you what advice you have for them as creatives. Oh, first and foremost, focus on your light. Be creative. None of this matters if you're not doing something that is really interesting and striking. Mm-hmm. Focus on that. And with the ubiquitous nature of the internet, everyone's connected, so it'll get out there. There's no such thing as the greatest kept secret. Mm-hmm. Doch. Also ich sag euch ehrlich, wie es ist, egal wie talentiert ihr seid, egal wie gut ihr ein Produkt heutzutage macht, egal wie krass, Focus on your light ist wirklich Kalenderspruch, Glückskickspruch, ehrlich, und good product will find its way. Bro, good product wird abgezogen. Wenn du Talent hast und nicht dich selbst vermarktest, wirst du abgezogen. Jemand sagt, okay, Design finde ich cool, habe ich gesehen, sieht kein anderer Mensch, nehme ich mit. Ein anderer macht's raus. So, Bro, glaub mir. If we just continue to focus on being great, it's very different than it was 30, 40 years ago. Sure. Everything was like in a vacuum. But now, like I said, because of the internet, it's different. If you're... Ja, du musst gutes Produkt machen. Aber du musst auch... Es bringt nichts, wenn es keiner sieht. Ehrlich. Die Brille nebenbei, die er da trägt, ist cool, ist fire, aber ist auch skandalös. Tiffany and Pharrell tease new partnership and get called out for copying Mughal Antics. Aber ja, schwierig. Ich finde es schwierig. Ich bin auch nicht aus dem Kulturkreis, dass ich sagen kann, boah, wie sensibel das ist. Und ich bin da immer so, sollen die Leute entscheiden, die davon betroffen sind. Ich bin davon nicht betroffen, also entscheide ich da auch nichts oder kann da auch irgendwelche festen Meinungen sagen. Ich bin grundsätzlich der Typ, der sagt, wenn du was aus dem Kulturkreis nimmst, solltest du am besten die Leute aus dem Kulturkreis embracen, indem du die beteiligst an dem Projekt. Das heißt, du nimmst sie zu dir und sagst, das ist dein Kulturkreis, ich würde gerne in den Sachen arbeiten. Ist da was Religiöses, was Schwieriges, was ich vielleicht beachten soll, was sensibel für euch ist? Versteht ihr? Dann würde ich sagen, guck mal, dann können die mich gut beraten. Und ich kann halt auch sagen, nicht so als Token, ich kann aber sagen, ich habe mit denen zusammengearbeitet, die sind daran beteiligt und die haben mir dabei geholfen, das zu machen. Was Pharrell, was ich im Nachhinein herausgefunden habe, auch bei der neuen Louis Fall Winter 24 Show gemacht hat. Der hat nämlich Ureinwohner Amerikas mit
involviert, die Kollektion zu gestalten, diese Cowboy-Looks und diese OG-Cowboy-Looks zu machen und schwarze Leute, die halt aus dem Kulturkreis kommen. Ne? It makes sense, ist smart. Ich hätte die vielleicht noch ein bisschen mehr in den Forefront gepackt. Auch musikalisch und so hat er die involviert, soweit er gesagt hatte. Aber ich hätte es vielleicht noch mal mehr promoted entweder oder die am Ende mit rauslaufen lassen und denen die Aufmerksamkeit nochmal geben, damit das nochmal mehr Wirkung zeigt. Aber das ist so Meckern auf sehr hohem Niveau. Really talented, they will find you. Somebody will find you. Somebody will get behind you. And I mean, you know, just being over here and just seeing everything that's going on, man, it's really your time. It's your time. Like nothing is stopping you. Nothing. Diese Energie finde ich richtig, die Energie habe ich aktuell auch. Fuck it, nichts stoppt mich mehr, nichts kann mich aufhalten, keiner kann mich stoppen. Und wenn es sein muss, dass ich jede Woche montags und mittwochs live bin, so, das ist, einmal gucke ich mir diesen Content sowieso privat an und zweitens kann ich das mit euch teilen. Plus, es ist straight up Promotion für all das, was ich trotzdem noch machen möchte. So, wir haben gesagt, 2024, we standing on business. Und das ist das, was wir hier machen. We standing on business. Wichtig. Aber du musst halt auch gute Produkte liefern. Du kannst nicht sagen, find the light. Du musst machen. Nothing can dim the light. And by the way, the light that I'm referring to is the light of the universe, right? You know, we know that, you know, there's a day and a night, but the sun does not set. The earth is just spinning. Right? And when you know that, you realize the sun is always shining. So it doesn't matter if it's nighttime and you can't see it. Doesn't mean that the sun is not shining in your direction. So once you know that, you realize you don't need the acceptance from like validation the world at large. Like just shine and be bright and be magnetic, be great. That goes back to the question that you asked me about like the young creatives here and what they need to hear. Just be magnetic. But I was wondering. But what that's supposed to mean, Pharrell? Please tell me what that's supposed to mean. P, what are you saying? You also said that there are a lot of setbacks that people might experience during the process that they're trying to fight their life. It's the Richard Mille Ferrari, crazy. Or do things that they think is right. So what kind of mindset they should have in order to keep focusing on like fighting their light? Well, those blockages and those purposeful disadvantages are set up in a system that you don't really need. You don't need it anymore. We used to. It's like for a very long time, the record industry would make you feel like they were the complete gateway for people to know you. Sure. And now you have more artists making music that are not signed to a label and making so much money. And it's beautiful. I don't want to measure it across like, you know, it's more like millionaires under 30, like there's billionaires under 30. But we're not going to measure it that way. What we're going to say is there is an incredible population of Gen Zers and like even millennials who are like True. just writing their own checks. True, muss man ehrlich sagen. Das haben wir auch in unserer Industrie hier gemerkt. Überlegt mal, wie alt so der Durchschnitts-Brand-Owner in Deutschland ist, der erfolgreich ist. Im Durchschnitt vielleicht 25, 24, Pi mal Daumen. Das ist crazy. Und da fließen 100Ks und Millionen, also als Umsatz in die Kasse. Vielleicht sogar als Gewinn. Bro, das ist Goldgräberzeit. Es war ein unfassbarer Boom die letzten Jahre. Unfassbar. Und dass das alles möglich ist natürlich dadurch entstanden, durch das Internet, durch die Möglichkeiten, die das Internet geboten hat, Kunden zu akquirieren, neue Leute zu sehen und halt auch diese Öffnung von Streetwear durch wirklich dieses Kollektiv oder diese Wave von Pharrell und Donda und Nigo und wie vorher. Die haben so eine Tür aufgemacht. Dann ist da auch bei uns in der Industrie so viel passiert. Die ersten Fashion-Influencer, Creasy, Justin, meine Wenigkeit und viele andere, so haben auch nochmal in Deutschland was aufgemacht. Shindy vor allem, Shindy muss man auch nennen, dass das einfach zu diesem Punkt gekommen ist. Und niemand hätte sich das 2015 denken können. Das ist so crazy to me. You know, they're carving their own paths. They're, you know, blazing their own trails. And it's a really beautiful karmic thing to watch. It's like kismet to me. Schicksal. Makes sense. I mean, do you feel that social media as an ecosystem has a negative or positive or indifferent impact on luxury as a category now that you're running this ship? I think Da hat er komplett reingeschissen. Ich habe diese Antwort auf TikTok gehört. Ich denke mir so, was geht ab? Hört mal zu. Ihre Frage. A positive or indifferent impact on luxury as a category now that you're running this ship? I think good, bad, and indifferent. Yeah. Yeah, for sure.
Er sagt einfach alle Optionen, die du sagen kannst in dieser Frage. Sie sagt, ey, was für einen Impact hat wohl Social Media auf Luxus gehabt in den letzten Jahren? Er sagt, gut, schlecht und indifferent. Bruder, was? Bruder, was? Hä? Okay, dankeschön. Hättest die Frage auch sein lassen können. Sag einfach, du willst nicht drauf antworten. In what sense? I mean, it's good in certain ways, it's not so good in other ways, and then there's a part of it where it just kind of like doesn't matter. Right. Ja, Bruder, dankeschön. Ehrlich. Er killt mich, ja, scheiße, Mann. Comedy. Was ist das für eine Ausführung? Bitte. But I think that like there's a lot of artists that are born in social media, and I think there's a lot of fashion designers that are born in social media, and they sort of design for the gram, you know, and there are artists that make music for the gram. It's like a very different thing, but it's fine. But you don't I'm not a fashion designer. Sure, okay. How would you classify yourself if not a fashion designer? Oh, creative director for sure. Yeah. And when I first came to the house, when I sat down with Bernard Arnault, the first thing I did was lay down like the 5 different pillars of what I wanted, what I saw the house doing with my leadership. And then we talked about like core. Ich will gerne wissen, was diese 5 Pillars sind. Ehrlich, ich würde dafür bezahlen, dass ich weiß, was für diese 5 Pillars sind für ihn. Core elements and codes that I wanted to change and essentially level up from where they were. And he agreed on all of it. And everything that you guys are seeing are all the things that I presented. And this Hawaiian or island vacation that you brought to Hong Kong, how does that vehicle kind of empower the creatives in your community or the consumer? Well, it's a pre-collection, right? And usually there's no shows around pre-collections. There's not a lot of shows around pre-collections. Sure. And I wanted to make it so that our pre-collections felt like main shows. Okay. You know, like I wanted it to feel like, because usually for us, usually pre-collections are like, you know, a lot of beige, a lot of like navy blue, a lot of black, a lot of gray, a little bit of cream, some tan. And it's very like, you know, middle-aged, like professional guy on the go, you know, it's like a character on Succession or something. Sexy. And I was like, you know, let's level it up. Let's make this pre-collection feel like it's one of the main shows. We obviously incorporated all the codes, but I wanted to shake the tree a bit, you know, because I think that can, because it's also like Pharrell's skin is untouchable. It's where they do a big bulk of the business because it's so like middle of the road and centrist. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Jeder, der das LRF 3 mit Demna hat, da gehe ich darauf zweimal ein. Einmal im Business-Aspekt und einmal am Ende nochmal bei der Zusammenfassung, bei der Übersicht. Die Pre-Collection ist die relevanteste Collection und Vêtements und Demna haben daraus ein Business gemacht. Ehrlich, sehr, sehr interessantes Thema. Ich fand das maximal interessant, auch für Leute, die grundsätzlich Mode interessiert sind oder grundsätzlich Mode machen wollen. Und hier geht Pharrell nochmal darauf ein, wie wichtig die Pre-Collection ist und wie viel Geld die eigentlich in der machen, anstatt in den 2 Haupt-Collections. Still wanted to shake it up a bit so that we are leveling, you know, the consumer up and the client up, like not just a couple steps, you know, like, oh. Ach ja, und jeder, der das Magazin LF3 noch haben wollen würde, I'm sorry to disappoint you, we sold out again. Danke euch an jeden, der was gekauft hat oder jeder, der es geteilt hat, supportet hat und nur gedacht hat, boah, cool. Draufgeklickt hat, Video geguckt hat und so weiter und so fort. I appreciate it a lot. Let's step it up. No. We wanted to floor it up. I wanted to take them up several floors. So there was a lot of incorporation of a lot of pearls. There's a lot of embroidery. This jacket is like, you know. I was looking at your jacket. Yeah, Kim Jones hat auch sehr viele Souvenir-Jackets gemacht, auch mit solchen Embroidery-Sachen und so weiter und so fort. Das sind die Souvenirjacken von Kim gewesen, bei Louis. Auch very beautiful. Sehr, sehr beautiful. It is going to be, this is made to order, but this was like to commemorate my trip here in China. So it just talks. Great. Okay. Okay, können wir auch sehen, was die sehen? It's one of the pieces for the upcoming Chinese New Year collection. No, so it's like the unique piece. We just knew that like it's going to be the year of the dragon. Yeah. So we started there. I wanted my Asian siblings to know, like, listen, I appreciate everything that you've sown into me, and that just supported me on every platform I've ever existed on, and this was a new platform for me, and that I intend to share it. And maybe one last question on menswear. So, I mean, you have been heading up this menswear department for WeChat for a while. How do you perceive menswear category in 2023, and how do you see it evolved going forward? For me, I know on paper it's menswear, but I just make clothes for humans. Human made.
Guter Plug. I learned that, being over at Chanel, I used to wear things that I felt like I could pull off. Not because they were less effeminate, but if I thought I could wear it, then I would wear it, a sweater here or a belt there or whatever. And I used to wear Celine when Phoebe was there. Like I wore a lot of that. I was super early on that. But I think that's my job, right? That's my responsibility to bring that energy to this menswear appointment, is to make clothes for humans. I don't know. Sometimes like culture lets you know what it wants to be. And I know why we have been welcoming, not accepting. There's a very big difference between Facts. welcoming and accepting, right? Some people are accepting, but we've been very welcoming to human. I think they just always want me to be respectful and not step on the toes of like, the women's department, be respectful of our siblings there. Sure. But I pride myself on just like making things for humans. And to wrap up, what excites you about the future? God. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, wirklich, all praise to the Most High. Aber Bruder, gib doch eine Antwort. Bro, gib doch eine Antwort. Sag, boah, ey, ich bin gespannt auf das Jahr, weil das und das. There's nothing more exciting than that. But right, though, it's the universe. Like, where are we without it? Like, it's just not even possible. The idea that the universe continues to provide me with these opportunities that I can't put into words. Okay, wir kommen dem Ganzen ein bisschen näher. Just like dreams, right? A lot of times there are dreams that you've had that you just can't put Aber was für Dreams? Was für Dreams? Bitte, Pharrell, bitte, gib doch eine Antwort. words. Yeah, and never planned for. And a detour becomes a main road. Yes. Pharrell, I love you, my bro, but you confused me a lot. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt, wie fandet ihr das Interview? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Ey, er redet einfach in Rätseln. Ehrlich. Er redet einfach, als wäre er Dumbledore. Ja, er gibt mir Quest, als wäre ich bei Harry Potter PlayStation spielen. Bruder.